Hallo Mehmet, hast du kurz Zeit? Ich muss dir etwas erzählen. Ja, klar. Was ist passiert? Du klingst irgendwie genervt. Ich bin auch genervt. Ich hatte heute Morgen einen Termin beim Friseur, aber am Ende war alles ganz anders, als ich gedacht hatte. Wieso? Hast du den Termin vergessen? Nein, eben nicht. Ich war sogar pünktlich da. Vielleicht sogar 2 Minuten zu früh. Das klingt doch erstmal gut. Ja, dachte ich auch. Aber als ich angekommen bin, hat die Frau an der Rezeption nur auf ihren Bildschirm geschaut und gesagt, Ihr Termin ist erst nächste Woche. Oh, Ja, genau. Und ich war mir wirklich sicher, dass ich für heute gebucht hatte. hast du keine Bestätigung bekommen? Doch, aber das war das Problem. Ich hatte nur kurz auf die Uhrzeit geschaut und nicht mehr richtig auf das Datum. Ah, okay. Ja, und natürlich war ich sofort peinlich berührt. Ich stand da mit meiner Tasche, nicht geschniegelt, aber vorbereitet. Und dann merkt man plötzlich, man ist eine Woche zu früh da. Ja, das ist unangenehm. Vor allem, weil ich vorher noch extra meinen Vormittag so geplant hatte, dass es passt. Ich bin früher aufgestanden, habe noch schnell eingekauft und wollte danach direkt weiter zur Arbeit. Und konntest du dann wenigstens spontan dort bleiben? Leider nein, die Frau meinte, heute sei alles voll. Hm, Was? ich überlege nur, ob so etwas nicht jedem mal passieren kann. Ja, wahrscheinlich. Aber in dem Moment fühlt es sich trotzdem an, als wäre man der einzige Mensch auf der Welt, der nicht lesen kann. Das verstehe ich. Und das Schlimmste war, dass hinter mir schon die nächste Kundin stand und alles mitgehört hat. Oh nein. Ja, und dann habe ich natürlich versucht, ganz ruhig zu wirken und gesagt, ach so, dann habe ich das wohl verwechselt. Aber innerlich wollte ich einfach nur wieder raus. Das glaube ich dir sofort. Ich bin dann auch direkt gegangen. Aber auf dem Weg nach draußen habe ich nochmal in mein Handy geschaut und da stand wirklich ganz klar, nächster Donnerstag. Dann war es wirklich dein Fehler? Ja, leider. Na gut, immerhin war es kein Fehler vom Salon. Das macht es in dem Moment irgendwie nicht besser. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe mich vor allem geärgert, weil ich mir in letzter Zeit sowieso vorkomme, als hätte ich für alles zu viele Termine und zu wenig Ruhe im Kopf. Ja, das kenne ich. Wenn man viel im Kopf hat, schaut man schnell nur halb hin. Genau. Ich lese dann etwas, denke, ja, ja, passt schon. Und merke später, dass ich nur die Hälfte richtig aufgenommen habe. Was hast du dann gemacht? Erstmal Kaffee getrunken. Das klingt vernünftig. Ja. Ich hatte plötzlich eine Stunde Zeit, die ich gar nicht eingeplant hatte, also bin ich ins Café nebenan gegangen und habe versucht, mich erstmal nicht weiter aufzuregen. Gute Idee. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich selbst gerade viel genervter auf solche kleinen Dinge reagiere als sonst. Warum? Zu viel Stress? Wahrscheinlich. In der letzten Woche war auf der Arbeit viel los, dann noch die Sache mit meiner Schwester, die Hilfe beim Umzug brauchte und gestern Abend konnte ich auch kaum schlafen. Ja, dann wundert es mich nicht, dass du Termine durcheinander bringst. Hm. Was? Es tut gut, wenn das mal jemand so normal sagt. Ja, weil es normal ist? Vielleicht. Ich denke bei so etwas immer sofort. Reiß dich zusammen. Andere schaffen doch auch ihren Alltag. Ja, aber andere machen auch Fehler. Nur redet niemand groß darüber. Stimmt wahrscheinlich. Und hast du den Termin jetzt wenigstens noch? Ja. Nächste Woche. Ich habe extra nochmal gefragt, ob alles stehen bleibt und sie hat gesagt ja. Sehr gut. Ich habe es mir jetzt sogar doppelt in den Kalender geschrieben. Mit Datum, Uhrzeit und dem Hinweis, nicht eine Woche zu früh. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht. Aber sicher ist sicher. Ja, das stimmt auch wieder. Weißt du, was mich noch beschäftigt? Was denn? Dass ich im ersten Moment der Frau an der Rezeption innerlich fast die Schuld geben wollte. Echt? Ja, nur ganz kurz. So nach dem Motto,
Vielleicht hat sie etwas falsch im System. Vielleicht hat sie sich vertan. Das ist doch menschlich. Ja, aber am Ende hatte ich die Bestätigung selbst falsch gelesen. Wichtig ist doch, dass du es gemerkt hast und normal geblieben bist. Ja, ich war freundlich. Zumindest äußerlich. Das reicht manchmal schon. Wahrscheinlich. Und jetzt immer noch schlechte Laune? Nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt finde ich es fast ein bisschen lustig. Aber heute Morgen hätte ich wirklich im Boden versinken können. Ja, solche Momente hat man manchmal. Erst sind sie furchtbar und ein paar Stunden später kann man darüber lachen. Genau. Dann hat der Tag ja doch noch etwas Gutes. Naja, immerhin habe ich gelernt, dass ich in Zukunft nicht nur auf die Uhrzeit schauen sollte. Das ist doch eine wichtige Erkenntnis. Ja. Und vielleicht auch, dass ich gerade ein bisschen langsamer machen sollte. Das klingt nach der eigentlich wichtigeren Erkenntnis. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Natürlich habe ich recht. Sehr bescheiden. Immer. Danke jedenfalls, dass du kurz zugehört hast. Klar. Dafür sind Freunde da. Gut, dann versuche ich jetzt den Rest des Tages ohne weitere Terminfehler zu überleben. Ich drücke dir die Daumen. Danke, ich werde sie brauchen. Hast du gestern Abend eigentlich auch wieder diese Musik gehört? Ja, habe ich. Ich nehme an, du meinst den neuen Nachbarn von oben. Genau den meine ich. Ja, ich habe sie auch gehört. Nicht extrem laut, aber schon deutlich. Eben. Es war jetzt keine Party mitten in der Nacht, aber angenehm war es auch nicht. Nein, angenehm war es wirklich nicht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich schon etwas sagen soll oder ob das übertrieben wäre. Seit wann wohnt er jetzt hier? 3 Wochen vielleicht? Ja, ungefähr. Dann würde ich vielleicht noch nicht direkt ein großes Thema daraus machen. Das denke ich eigentlich auch. Aber es war jetzt schon das 3. Mal in dieser Woche, dass ich am Abend ziemlich deutlich Musik oder Schritte von oben gehört habe. Ja, das stimmt. Und gestern hat es ja nicht nur nach Musik geklungen. Zwischendurch klang es fast so, als würde er Möbel verrücken. Vielleicht richtet er noch einiges ein. Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, das Haus ist auch einfach sehr hellhörig. Man hört hier manchmal mehr, als man möchte. Das stimmt leider. Ich höre manchmal sogar, wenn jemand im Treppenhaus nur normal telefoniert. Ja, was? Ich will einfach nicht gleich wie die typische empfindliche Nachbarin wirken, die sich über jedes Geräusch beschwert. Verstehe ich. Vor allem, weil er eigentlich nett wirkt. Ich habe ihn einmal unten an den Briefkästen getroffen und er war sehr freundlich. Ja, ich habe auch schon kurz mit ihm gesprochen. Ganz normal eigentlich. Genau deshalb zögere ich auch. Wenn jemand unfreundlich oder rücksichtslos wirkt, ist es einfacher, sich zu ärgern. Aber wenn jemand freundlich ist, denkt man gleich, vielleicht bin ich das Problem. Ja, das kenne ich. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, ob er merkt, wie laut es unten ankommt. Wahrscheinlich nicht. Viele Leute denken in einer Wohnung, ich mache doch gar nichts Besonderes. Genau. Und unten hört es sich dann ganz anders an. Hast du gestern zufällig gesehen, wie lange es ging? Die Musik war ungefähr bis kurz nach 10 zu hören. Danach war es ruhiger, aber die Schritte und das Rutschen von irgendetwas kamen später noch einmal. Also noch nicht wirklich Ruhestörung. Nein, eben. Deshalb bin ich ja unsicher. Vielleicht wäre es am besten, erstmal ganz freundlich etwas zu sagen, wenn du ihn zufällig triffst. Nicht als Beschwerde, sondern eher als Hinweis. So nach dem Motto, übrigens, man hört hier alles ziemlich stark. Genau. Das klingt eigentlich vernünftig. Ja, dann merkt er vielleicht selbst, dass er etwas vorsichtiger sein sollte. Ich habe nur immer Angst vor solchen Gesprächen, Warum? weil ich nicht weiß, wie Leute reagieren. Manche sagen sofort, oh, tut mir leid, das wusste ich nicht. Aber andere fühlen sich direkt angegriffen. Das stimmt. Und dann wohnt man Tür an Tür und es ist plötzlich unangenehm. Ja, das ist immer das Risiko. Ich hatte früher mal so eine Nachbarin,
die schon bei den kleinsten Dingen sofort genervt reagiert hat. Seitdem bin ich bei solchen Themen immer vorsichtig. Verständlich. Gleichzeitig denke ich aber auch, wenn man gar nichts sagt, ärgert man sich nur still und wird mit jedem Geräusch genervter. Ja, genau deshalb ist ein ruhiges, frühes Gespräch oft besser. Vielleicht hast du recht. Hast du ihn denn in den letzten Tagen noch einmal gesehen? Nein, nur einmal ganz kurz, als er Pakete nach oben getragen hat. Was? Vielleicht kannst du es sogar ganz locker anfangen. Zum Beispiel erst normal grüßen, kurz Smalltalk und dann irgendwann sagen, das Haus ist wirklich hellhörig, oder? Das klingt besser als sofort. Sie sind zu laut. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was vielleicht auch eine Rolle spielt? Was denn? Ich bin im Moment generell schneller genervt von Geräuschen. Ich arbeite gerade viel von zu Hause und wenn es den ganzen Tag eher still ist, fällt einem am Abend jedes Geräusch stärker auf. Ja, das kann gut sein. Und gestern war ich sowieso schon müde. Da hat mich wahrscheinlich schon deshalb alles mehr gestört. Trotzdem heißt das nicht automatisch, dass du überempfindlich bist. Wenn du es deutlich hörst, ist es ja da. Ja, stimmt auch. Vielleicht hilft es dir, das Thema nicht gleich als Konflikt zu sehen, Sondern? eher als kurze Information. Er weiß es vielleicht wirklich nicht. Ja, Und wenn es danach besser wird, ist doch alles gut? stimmt. Und nur wenn es immer wieder passiert oder schlimmer wird, muss man weiter überlegen. Ja, das klingt eigentlich nach dem besten Weg. Machst du dir oft so viele Gedanken vor solchen kleinen Gesprächen? Leider ja. Das merkt man gar nicht. Sehr witzig. Nein, ich meine es ernst. Du wirkst nach außen meistens ganz ruhig. Das ist nur die äußere Fassade. Innen drin schreibe ich oft schon 3 mögliche Gesprächsverläufe, bevor überhaupt etwas passiert. Ah, okay. Dann ist das Problem größer in deinem Kopf als an der Tür des Nachbarn. Sehr oft, ja. Dann passt diese Situation eigentlich perfekt dazu. Leider. Also gut, wenn du ihn siehst, sagst du es freundlich. Kurz, ruhig und ohne Vorwurf. Ja, Und wenn du willst, kannst du mir danach erzählen, wie es war. das mache ich wahrscheinlich sowieso. Davon gehe ich aus. Danke jedenfalls. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so, als würde ich aus einem kleinen Geräusch gleich ein Nachbarschaftsdrama machen. Sehr gut, genau das wollte ich erreichen. Dann warst du heute tatsächlich hilfreich. Manchmal gelingt mir das. Genieße den Moment. Oh nein, Was ist denn? ich habe schon wieder viel zu viel gekauft. Im Supermarkt? Ja, eigentlich wollte ich nur schnell Milch, Brot und Tomaten holen. Und jetzt schau dir das an. Das ist wirklich mehr als Milch, Brot und Tomaten. Ja, danke, das sehe ich selbst. Was hast du denn alles gekauft? Also Brot, Milch, Tomaten, Käse, Joghurt, Erdbeeren, 2 Tiefkühlpizzen, Saft, Nudeln, Waschmittel und irgendwie auch noch Blumen. Blumen? Ja, frag nicht. Sie standen direkt am Eingang und sahen schön aus. Ah, klassischer Fehler. Genau. Und dann dachte ich noch, wenn ich halt schon hier bin, kann ich auch gleich ein paar Sachen für die nächste Woche mitnehmen. Und daraus wurde dann ein ganzer Wocheneinkauf. Ja, leider. Hattest du wenigstens eine Einkaufsliste? Ja, Und? ich habe sie nur ungefähr zur Hälfte beachtet. Dann war die Liste ja sehr erfolgreich. Sehr witzig. Was war denn der Auslöser? Irgendetwas ist immer der Anfang. Ehrlich, ich glaube, es war das Sonderangebot bei den Erdbeeren. Die Erdbeeren? Ja, ich wollte eigentlich direkt nach rechts zum Brot, aber dann habe ich das Angebot gesehen und dachte, ach, die nehme ich mit. Und ab da war ich innerlich schon nicht mehr konsequent. Faszinierend, wie schnell das gehen kann. Ja. Und dann standen daneben gleich noch Joghurts im Angebot und plötzlich hatte ich einen Wagen statt nur eines Korbs. Ah, das erklärt vieles. Ja, mit einem Korb kaufe ich automatisch weniger. Mit einem Wagen denke ich immer, es passt ja noch etwas rein. Das stimmt wirklich. Und am Ende war ich dann an der Kasse und dachte nur, warum ist das alles so teuer? Wie viel war es denn? Fast 65 €.
Das ist für einen kurzen Einkauf schon ordentlich. Ja. Und ich habe mich wirklich geärgert. Nicht nur wegen des Geldes. Auch weil ich schon wieder nicht bei meinem Plan geblieben bin. Was? Ich glaube, du gehst oft hungrig einkaufen. Ja. Leider. Das ist wahrscheinlich schon die halbe Erklärung. Ja, heute hatte ich wirklich Hunger. Ich war nach der Arbeit direkt los und hatte seit Mittag nichts Richtiges gegessen. Das ist gefährlich. Offenbar. Wenn ich hungrig einkaufen gehe, sieht plötzlich alles sinnvoll aus. Ja, genau das. Dann denkt man bei jeder Sache, das kann man bestimmt brauchen. Eben. Und heute war es besonders schlimm, weil ich auch müde war. Dann will ich nicht lange nachdenken und entscheide alles spontan. Das ist wahrscheinlich keine ideale Kombination. Hungrig, müde und mit Einkaufswagen. Nein, gar nicht. Brauchst du denn wenigstens die Sachen, die du gekauft hast? Die meisten schon, also es ist jetzt nicht kompletter Unsinn. Aber ich hätte vieles nicht heute gebraucht. Verstehe. Und die Blumen brauche ich natürlich gar nicht. Aber schön sind sie. Ja, das stimmt. Dann war zumindest ein kleiner Teil des Fehlers nett. Vielleicht. Aber an der Kasse fand ich sie weniger romantisch. Verständlich. Weißt du, was das Problem ist? Was denn? Ich nehme mir immer vor, bewusster einzukaufen, weniger spontan, besser geplant. Und dann kommt ein normaler Dienstagabend, ich bin müde, gehe kurz in den Supermarkt und am Ende trage ich wieder 3 Taschen nach Hause. Ja, aber das passiert vielen. Ich weiß, trotzdem nervt es mich. Vielleicht musst du den Einkauf noch stärker vorbereiten. Wie meinst du das? Nicht nur eine Liste schreiben, sondern vorher schon essen, wirklich nur einen Korb nehmen und vielleicht auch bar bezahlen. Bar bezahlen? Ja. Wenn du zum Beispiel nur 40 € dabei hast, kaufst du automatisch bewusster. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Oder du gehst öfter, aber dafür kleiner einkaufen. Ja, das wäre vielleicht besser. Wenn ich versuche, alles auf einmal zu erledigen, wird es schnell zu viel. Genau. Ich glaube auch, dass ich mich im Supermarkt oft von Angeboten zu leicht beeinflussen lasse. Das ist ja auch absichtlich so gemacht. Ja, natürlich, alles steht so, dass man spontan zugreift. Eben. Und trotzdem denke ich danach immer, wie konnte ich schon wieder darauf reinfallen? Weil du ein Mensch bist und keine Maschine? Schön gesagt. Danke. Aber wahrscheinlich stimmt es. Natürlich stimmt es. Sehr bescheiden heute. Ich habe einen guten Tag. Offenbar. Also, was ist jetzt der Plan? Erstmal räume ich alles weg. Dann esse ich etwas. Und danach schaue ich, was ich die nächsten Tage wirklich noch brauche, damit ich morgen nicht schon wieder los muss. Das klingt vernünftig. Und beim nächsten Mal gehe ich erst nach dem Essen einkaufen. Sehr gut. Und ich nehme einen Korb, keinen Wagen. Noch besser. Und vielleicht lasse ich die Blumen einfach stehen. Oder du kaufst nur die Blumen und sonst nichts. Das wäre ehrlich gesagt fast die bessere Entscheidung gewesen. Siehst du? Danke jedenfalls fürs Zuhören. Jetzt fühle ich mich wenigstens nicht mehr ganz so dumm. Musst du auch nicht. Das war kein Drama. Nur ein etwas zu großer Einkauf. Ja, aber ein sehr typischer für mich. Dann kennst du jetzt immerhin dein Muster. Auch wieder wahr, Und das ist der erste Schritt zur Besserung. hoffentlich. Oder zumindest zu einem etwas günstigeren Dienstagabend. Das würde mir schon reichen.